Und zugeschaltet aus dem Willy-Brandt-Haus ist jetzt Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär. Schönen guten Morgen, Herr Kühnert. Guten Morgen. Guten Morgen und Grüße ins Studio. Also da muss man jetzt festhalten, ja, Glückwunsch für die SPD, stärkste Kraft geworden. Aber mit Olaf Scholz, da kommt die SPD bei der Europawahl auf 14. Ohne ihn sind es dann nun mal 30. Und laut Umfragen wollen die SPD-Wähler sowieso im Bund auch lieber Pistorius. Also was ist Ihre Konsequenz jetzt nach dieser Landtagswahl aus diesen Ergebnissen? Sollte Olaf Scholz vielleicht besser seinen Hut nehmen? Nein, also als ich eben noch mal nachgeguckt habe, habe ich gesehen, in 12 Monaten ist Bundestagswahl, nicht in 12 Tagen. Und wenn wir auf die Brandenburg-Wahl am gestrigen Tag gucken, dann lohnt es sich ja vielleicht auch mal 12 Monate zurückzugucken. Da waren Dietmar Woidke und seine Parteifreunde weit davon entfernt, bei 30–31% in den Umfragen zu stehen. Selbst vor 2 Monaten war die Brandenburger SPD noch bei unter 20%. Das heißt, wir haben mal wieder gesehen, viele Menschen entscheiden sich auf den letzten Metern. Und das hat die Brandenburger SPD furios mit ihrem Wahlkampf genutzt und dieses tolle Ergebnis eingefahren. So wollen wir es nächstes Jahr auch machen. Insofern, Sie sehen mich nicht tiefenentspannt. Wir haben eine lange Wegstrecke vor uns. Aber alle Chancen liegen in unserer Hand und das ausdrücklich mit Olaf Scholz. Herr Kühnert, ich würde trotzdem da noch mal reingehen wollen. Kann es denn zufriedenstellen, wenn das ein Erfolg gegen den Kanzler gewesen ist? Und es hat wohl damit zu tun, dass Dietmar Woidke gesagt hat, entweder SPD in Brandenburg und ihr kriegt mich, oder ich bin raus aus der Nummer. Dass sich dann viele gesagt haben, okay, all in, die Entscheidung ist gefallen. Also, dass das jetzt ein Wahlerfolg gegen Olaf Scholz gewesen sein soll, das ist jetzt, glaube ich, wirklich eine Nummer zu weit gedreht. Man wollte ihn im Wahlkampf nicht dabei haben, Herr Kühnert. Fast schon deutlich verbeten hat man sich, dass er irgendwie Unterstützung aus dem Bund in den brandenburgischen Wahlkampf bringt. Na, da würde ich jetzt schon gerne noch mal sortieren. Wir sind alle, und zwar auf ausdrückliche Bitten der Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort im Wahlkampf unterwegs gewesen. Aber ja, Dietmar Woidke selbst, der Beliebtheitswerte von über 50% hat gesagt, ich brauche keine persönliche Unterstützung durch andere Politpromis. Wer so hohe Beliebtheitswerte hat wie dieser Ministerpräsident, der strahlt für sich alleine. Daher hat die Woidke-Tour nur mit Dietmar Woidke stattgefunden. Aber alle anderen, auch der Bundeskanzler, waren natürlich im ganzen Land unterwegs. Und es ist doch klar, das Zugpferd ist die Landespolitik und der Ministerpräsident gewesen und im Moment nicht die Bundespolitik. Aber wir werden uns jetzt nicht dafür noch entschuldigen, dass unsere Parteifreunde in Brandenburg ein sehr gutes Ergebnis eingefahren haben, sondern wir sind stolz darauf und es gibt uns ein gutes Beispiel und Vorbild fürs nächste Jahr. Und das hat übrigens auch gezeigt, dass man mit ehrlichen politischen Ergebnissen auch Zustimmung bekommen kann. Es sind nämlich nicht nur Leute gewesen, die nicht wollten, dass die AfD vorne liegt, die SPD gewählt haben, sondern auch viele, die anerkannt haben, dass Brandenburg bei Wirtschaftswachstum, Einkommenssteigerung und anderen Themen deutliche Sprünge gemacht hat und die gesagt haben, jawohl, auch weil ich mit dieser Bilanz zufrieden bin, sage ich ja zu Dietmar Woidke und zur SPD. Schauen wir noch mal ein bisschen auf die Reaktionen auch aus den anderen Parteien, auch aus den Ampelkoalitionsparteien. Entweder die Ampel zeigt jetzt, dass sie die nötigen Schlüsse ziehen kann aus diesen Wahlen, oder sie hört auf zu existieren. FDP-Vize Kubicki sagt das. Was sagen Sie denn als SPD-Generalsekretär zu diesen Aussagen von Herrn Kubicki, der ja offensichtlich nicht mehr davon ausgeht, dass die Ampel allzu lange hält? Ich habe die Aussagen auch vernommen, wenn ich das so formulieren darf. Ich hatte in den letzten Monaten nicht immer den Eindruck, dass Wolfgang Kubicki für die ganze FDP gesprochen hat. Er hat da, glaube ich, auch gar nicht den Anspruch für, sondern er spricht vor allem für sich selbst. Heute kommen die Gremien der FDP zusammen, die werden viel zu diskutieren haben. Das respektieren wir auch. Das ist ein schwerer Wahlabend für die Liberalen gewesen und die sollen jetzt auch ihre Diskussion führen. Und dann erwarte ich mir nach den Sitzungen von der gewählten Spitze, vom Parteivorsitzenden Lindner, eine klare Aussage, wie es weitergeht. Ich gehe fest davon aus, dass wir weiter in der Koalition zusammenarbeiten, denn wir haben noch einiges zu tun. Und es wäre gut, wenn es dann heute oder morgen auch von liberaler Seite einmal klar und unmissverständlich so klargezogen wird. Und dann sollten wir weiter an den Themen arbeiten, die noch auf dem Tisch liegen. Denn darauf warten die Leute eigentlich. Rentenpaket, Tariftreuegesetz und anderes, was noch durch den Bundestag durch muss in den nächsten Wochen. Dafür sind wir gewählt und nicht für politische Selbstgespräche im Fernsehen. Ganz kurz noch, die SPD ist für eine Regierungskoalition ja auf das BSW angewiesen. Und da hat Frau Amira Mohamed Ali gesagt, wir müssen aber nicht unbedingt. Wie groß ist denn in Chemnitz
Unverständnis der Tatsache, dass beide nicht so gut zusammenpassen. Der Druck auf die SPD, sich auf Biegen und Brechen irgendwie doch einigen zu müssen mit eben dem BSW. Es wird jetzt sicherlich Gespräche geben in Brandenburg, so wie es ja auch schon in Sachsen und in Thüringen passiert. Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden, damit müssen die Parteien, auch meine, jetzt umgehen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das ausgehen wird, denn im Gegensatz zu anderen Parteien, zum Beispiel dem BSW, wird in der SPD nicht aus der Bundesparteizentrale heraus entschieden, was in den Ländern passiert, sondern bei uns machen das die gewählten Verantwortlichen vor Ort. Die wissen selbst am besten, was gut ist für ihr Bundesland. Und mit Blick auf das BSW heißt es, dort wird man in Gesprächen jetzt erst mal rausfinden müssen, wofür steht diese Formation denn landespolitisch. Wir wissen alle, was Frau Wagenknecht über den Krieg in der Ukraine beispielsweise denkt, aber der wird im Brandenburger Landtag so wenig entschieden wie in Dresden oder in Erfurt. Sehr wohl wird jetzt aber von Interesse sein, was das BSW zu Infrastruktur, Bildungs- oder auch Wirtschaftsförderungspolitik sagt. Dazu wissen wir alle sehr wenig und sollten den Gewählten jetzt die Chance geben, darüber in ein gutes demokratisches Gespräch zu kommen. Sagt Kevin Kühnert. Danke Ihnen sehr für dieses Interview. Ich danke Ihnen.